Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Oh nein, das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass ich tatsächlich dieses Jahr irgendetwas so wie den Christmas Spirit in mir trage. Eher wäre es eine Darminfektion, die ich mir wünschen würde. Es liegt einfach nur daran, dass ich langsam aber sicher die Schnauze voll habe von diesem ganzen halbgar Nieselregen-Gatsch, der sich trotzdem mehr oder weniger durch die Schuhe in deinen ganzen Körper frisst und dir einfach nur brutal auf die Nerven geht. Apropos Dinge, die einem brutal auf die Nerven gehen. Ja, ich bin mir der Ironie dieser Aussage durchaus bewusst. Reden wir einmal kurz über deutsche Filme. Und es ist irgendwie ein Ausspruch, da kann ich tatsächlich nur diesen Gesichtsausdruck machen. Es ist fast, wenn man über gute deutsche Filme redet, dann ist es wie für einige Filmfreaks, wenn sie von ihrem eigenen Sexualleben berichten, nämlich Weihnachten ist öfter. In dem Fall wahrscheinlich auch andere Events, die vielleicht alle 10 Jahre stattfinden. Nein, ich bin kein großer Fan vom deutschen Kino. Die meisten Filme sind irgendwelche halb spannenden Krimis, halb actionreichen Action-Krimis oder habe ich schon Krimis erwähnt? Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges, nämlich absolut unlustige Komödien, die niemand lustig findet. Kombiniert man das mit dem Versuch von einigen Leuten, dass sie ganz gerne so cool wären wie Leute, die wirklich cool wären, dann kommt meistens was ganz Grausliches raus. Und demnach bin ich nicht wirklich wahnsinnig gerne dabei bei Beiträgen aus dem deutschen Kino. Aber manchmal findet quasi auch ein blindes Huhn ein Korn. Manchmal kommt tatsächlich ein Film, der sogar mich positiv überrascht. Und ja, Schneeflöckchen ist genau dieser Film. Der Film bewegt sich zwar grundsätzlich auf der Tarantino, Rodriguez, Guy Ritchie Schiene, hat zwar auch seine mehr oder weniger wahnsinnig coolen, aber dann auch manchmal schon wieder übertrieben möchte gern coolen Tendenzen, aber mich hat er eigentlich von der allerersten Szene an unterhalten. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Tatsache, wie sehr sich die erste Szene eigentlich an From Dusk Till Dawn orientiert, schon fast befremdlich wirkt und eben auch der Film in seiner Metaebene Selbstkritik und seinem sich selber aber trotzdem irgendwie wahnsinnig geil finden, etwas über die Stränge schlägt und dadurch auch die ein oder andere Länge produziert, aber man darf auch eines nicht vergessen, Schneeflöckchen ist einer der Filme, da sieht man jeder einzelnen Einstellung an, wie viel Liebe, Aufwand und Arbeit dahinter steckt. Man merkt dem Film einfach an, dass 5 Jahre Arbeit, 2 Jahre Drehzeit und noch dazu wahnsinnig viel Talent vor oder hinter der Kamera notwendig waren, um uns diesen Film präsentieren zu können. Ich mag diese absolut verstrickte Meta-Ebenen-Story rund um dieses Gangster-Duo, das ein Drehbuch findet, das dann aber eigentlich ihre Geschichte ist, wo sie dann mehr oder weniger den Film lang versuchen, aus dem Film eigentlich rauszukommen. Ich liebe solche Stories. Ich liebe vor allem Alexander Schubert aus der Heute-Show, der als Drehbuchautor Arendt, kleiner Kommentar, der Drehbuchautor von Schneeflöckchen heißt selber Arendt ist. Wahrscheinlich kein Zufall, der diese Rolle einfach fantastisch spielt und meiner Meinung nach eben genau durch seine perfekte Selbstironie hier fast schon als einziger nie die Grenze zum Übertriebenen wirklich überschreitet. Aber der Film hat unglaublich liebenswürdige Charaktere, hat eine unglaubliche Dynamik und abgesehen davon, dass er vielleicht doch die ein oder andere Länge hat, die verzichtbar wäre, mag ich den Film wirklich gern. Das ist ein deutscher Genrebeitrag, den ich definitiv empfehlen kann, der jetzt, nachdem wir uns am Anfang gefragt haben, wann das Schneeflöckchen denn geschneit kommt, beziehungsweise schon kam, das war vergangenen Freitag der Fall. Jetzt hatte ich die Zeit, mir das deutsche Mediabook von Cape näher vorzuknöpfen und deswegen freue ich mich drauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check das limitierte deutsche Mediabook von Schneeflöckchen näher vorzustellen.
Auch Schneeflöckchen ist eines der Mediabooks, wo Cape darauf verzichtet hat, auch auf das Frontcover einen Aufleger zu legen, auf dem er dann beispielsweise Hinweise auf eine Limited Collectors Edition oder das Bonusmaterial angebracht hätte. Stattdessen bietet der Release lediglich ein FSK-Logo, das allerdings dankenswerterweise außen auf der Verschweißfolie klebt und demnach nicht wie bei anderen Labels womöglich irgendwas von einem Lack bzw. hier von einem angenehm matten und wirklich cool wirkenden Finish mit abreißt. Manchmal fällt es mir übrigens relativ schwer, über Cover zu reden, die genau das Gegenteil sind von dem, was ich eigentlich mag. Ihr kennt mich. Ich liebe reißerische, gezeichnete Cover-Artworks, die am besten nicht in irgendeinem Rahmen sind. Und bei Schneeflöckchen hat man jetzt genau das. Man hat ein eigentlich nicht wirklich reißerisches Motiv, das nicht gezeichnet ist, dafür aber sehr wohl in einem Rahmen. Und trotzdem finde ich dieses Artwork aber nicht per se schlecht. Ich finde vor allem, wie unsere beiden männlichen Hauptdarsteller des Films hier wahnsinnig cool rüberkommen. Vor allem Schneeflöckchen, die über dem Bild thront. Das Einzige, was mich da ein kleines bisschen stört, ist, dass eigentlich die Reporterin Eliana, um deren Geschichte es geht, auf diesem Cover irgendwie ein klein wenig teilnahmslos wirkt, was leider auch ein klein wenig dann im Film genauso wirkt. Aber trotzdem finde ich irgendwie das Zusammenspiel von diesen 4 Charakteren hier cool. Ich finde vor allem auch diese ganzen Zerstörungs- und Abnützungseffekte von diesem Bild cool. Und ich finde vor allem das Einzige cool, als einziges noch ganz besonders cool, wie man sich vorstellt, dass diese einzelnen Bildelemente dann in dem Film irgendwann einmal aufeinander zukommen. Moment mal, ein Engel mit blutigen Flügeln, eine Kettensäge. Okay, cool. Schauen wir mal über den Spine auf das Backcover. Da finden wir ein alternatives Motiv zu diesem Film, das sich ein bisschen mehr auf die Drehbuchkomponente stürzt ist. Übrigens damals noch das Motiv vom Original-Kinoplakat gewesen und ist eigentlich ein Artwork, das ich noch wesentlich cooler finde, weil es ein klein wenig explosiver und dynamischer wirkt. Klein wenig. Wir sehen mehr oder weniger das Drehbuch, aus dem so ziemlich alle Elemente, die irgendwann einmal im Laufe der Story wichtig sind, teilweise auch nur in kleinen Teilen hinaus explodieren und irgendwie finde ich das absolut cool und ziemlich ansprechend. Vor allem gefällt mir auch, dass das Außenartwork von dem Mediabook wirklich schön zusammenpasst. Bevor wir jetzt allerdings nach innen schauen, können wir uns noch den Cover-Aufleger anschauen, den Cape für diesen Release tatsächlich angefertigt hat, der aber eben, wie eingangs bereits erwähnt, nicht auf dem Front, sondern auf dem Backcover liegt. Da finden wir natürlich wie gewohnt die Inhaltsangabe zum Film, wir finden einige Bilder, Cast and Crew Informationen, technische Details sowie natürlich auch die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und da sind zwar jetzt nicht wahnsinnig viele Specials verfügbar, die verfügbar sind, haben es allerdings in sich. Persönlich fand ich zum Beispiel den Audiokommentar extrem spannend und hörenswert. Eines meiner Lieblingsspecials war zudem noch eines, das ich mir normalerweise eher selten anschaue, nämlich fast 60 Minuten an einfachem B-Roll-Material, sprich mitgefilmt, was bei der Produktion des Films am Set passiert. Aber gerade bei einer Produktion, wo dermaßen viel Herzblut dahinter steckt und nicht alles nach einem wirklich mehr oder weniger perfektionierten Plan abläuft wie in Hollywood, da ist das gerade noch spannend. Es gibt außerdem noch ein 30-minütiges Making-of, ein 35-minütiges Featurette darüber, wie lang die Arbeit an dem Film gedauert hat mit zahlreichen Interviews. Das ist jetzt zwar kein Bonuspaket, das man über 5 A4 Seiten auflisten muss, das aber finde ich inhaltlich sehr wohl eine Menge zu bieten hat. Jetzt haben wir dann Zeit, ins Mediabook hineinzuschauen und was mir da jetzt schon wieder gut gefällt, ist die Tatsache, dass auf dem Frontcover vom Booklet ein Artwork ist, das vom Stil her sehr gut zum Frontcover passt. Nicht nur das, wir entdecken sogar einzelne Elemente, wie nämlich beispielsweise unsere beiden Hauptdarsteller, die einfach 1:1 genau in derselben Aufnahme da sind, wie auch auf dem Frontcover. Dann finden wir links davon die Blu-ray-Disc, wo dieses Mal
unterhalb der Disc kein Artwork ist oder auch kein fortgesetztes Artwork ist, was finde ich aber in dem Fall irgendwie auch gut passt, weil es einfach zu dem Stil von dieser Veröffentlichung dann im Ganzen passt. Als Disc-Artwork eben wieder das explodierende Drehbuch, rechts dann auf der DVD mehr oder weniger dasselbe, auch hier unterhalb der Disc nichts zu sehen und ein weiteres Bild von Schneeflöckchen als Backcover vom Booklet. Drinnen findet sich dann ein Text, angereichert mit einigen Produktionsbildern, vor allem die Behind-the-Scenes-Fotos, finde ich tatsächlich ganz besonders interessant. Hier gibt es vor allem auch einige Profile rund um die Leute, die an der Produktion des Films beteiligt sind. Was ich in dem Fall tatsächlich besonders spannend finde, weil ich ja von den meisten Leuten, mit Ausnahme jetzt von Alexander Schubert, beziehungsweise natürlich auch Gideon Burkhardt, den ich übrigens als Kind nie leiden konnte, weil ich immer noch tatsächlich der große Tobias Moretti Kommissar Rex-Fan war, aber der natürlich ein großartiger Schauspieler ist und in dem Film fast nicht wiederzuerkennen, ist das auf jeden Fall eine coole Beigabe zum Bonusmaterial, hier ein paar Persönlichkeitsprofile zu lesen und damit finde ich optisch ein durchaus ansprechendes Mediabook. Schneeflöckchen war zwar ein ambitioniertes Projekt, aber in Sachen finanziellen Möglichkeiten mussten sich die Macher natürlich mit etlichen Einschränkungen zufrieden geben. Eine davon erläutert der Kameramann bereits im Booklet des Mediabooks. Er musste nämlich den Film drehen mit einer Spiegelreflexkamera, die zwar modifiziert wurde, die er aber bereits vor der Produktion des Films besessen hat und die somit selbst damals schon nicht State of the Art war. Spannend also, wie sich der Film jetzt auf der deutschen Blu-ray macht. Deswegen möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt zeigen, weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich nur heute irgendwie etwas kurzatmig und stimmlos unterwegs bin, sondern auch, dass ich wie gewohnt diese Bilder alle selbst gemacht, weder bearbeitet noch verfremdet habe, sie aber sehr wohl abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen muss, weswegen die Bildqualität des Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Diese Unterschiede konzentrieren sich allerdings in erster Linie meistens auf die Kompression und auf die Detailzeichnung, aber das ist tatsächlich der Bereich, wo der Blu-ray-Transfer von Schneeflöckchen die geringsten Probleme hat. 121 Minuten misst der Film auf der Blu-ray, 34 GB stehen dem Transfer auf der Disc zur Verfügung und das ist definitiv ausreichend Platz, um der Kompression möglichst unauffällige und schonende Arbeit zu ermöglichen. Mir gefällt bei dem Transfer vor allem die Schärfe, vor allem die Detailzeichnung. Da merkt man auf jeden Fall, dass hier mit einer hochwertigen Kamera gearbeitet wurde. Was mir allerdings beim Ansehen des Films sehr wohl aufgefallen ist, und das sieht man sogar tatsächlich beim Film noch etwas deutlicher als hier auf den Screenshots, dass in Sachen Farbdynamik und vor allem beim Kontrast und beim Schwarzwert hier noch ein bisschen Luft nach oben gewesen wäre. Vor allem fällt das beim Schwarzwert auf, der eigentlich über dunkles Grau selten hinauskommt. Teilweise kommt es vielleicht zu minimalen Detailverlusten in dunklen Szenen und leichten Überstrahlungen bei ganz besonders hellen Momenten. Das ist allerdings tatsächlich eine absolute Ausnahme und tritt im Laufe des Films nicht oft in Erscheinung, aber die Schwächen beim Schwarzwert sind, finde ich, zu bemerken. Die Farben sind eher zurückhaltend, machen aber trotzdem einen angenehmen, natürlichen Eindruck. Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass Schneeflöckchen für eine Produktion mit eingeschränkten Möglichkeiten tatsächlich auf der Blu-ray wirklich gut aussieht. Sich im Internet durch die Kritiken von Schneeflöckchen zu klicken, ist tatsächlich ein spannendes Unterfangen. Die einen lieben den Film, die anderen meinen, meh. Und wie so oft bin ich mit meiner Meinung eher so in der Mitte. Ich liebe es, dass es dieses Projekt auf die große Leinwand und jetzt auf die Blu-ray geschafft hat. Ich finde die Idee absolut großartig und ich finde es unglaublich toll, dass wir nach langer Zeit wieder mal eine deutsche Filmproduktion gesehen haben, wo tatsächlich ambitionierte Filmemacher nicht mit dem
Verlangen nach dem großen Geld, sondern tatsächlich auch mit Liebe an der Sache zugange waren. Und das merkt man dem Film einfach an. Schneeflöckchen ist eine absurde, skurrile, aber unglaublich charmante Chose, die ich mir unglaublich gerne angesehen habe. Mit großartigen schauspielerischen Leistungen, unter anderem von Alexander Schubert und Gideon Burkhardt, teilweise aber auch eher fragwürdigen Erscheinungen, schafft es der Film zwar über weite Strecken sehr gut, seine verschiedenen Elemente und das, was er eigentlich sein und darstellen möchte, zu balancieren, verkommt aber streckenweise dann trotzdem ein bisschen zu sehr ins Möchtegern-Coole, hat die ein oder andere Länge, aber ist trotzdem ein Film, den ich allen Fans von Tarantino, Rodriguez, Ritchie und Co. absolut wärmstens empfehlen würde. Das deutsche Mediabook von Caplet finde ich absolut großartig. Hier bekommen wir den Film auf Blu-ray und auf DVD. Ein durchaus gelungenes Design mit einem coolen Booklet und umfangreichem Bonusmaterial dazu. Kann man da definitiv nichts falsch machen.